Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung der Fabrikruine von Gerodesign im Maßstab 1:35. Mit der Firma Gerodesign habe ich ja schon seit einer Weile gute Kontakte und habe auch schon diverse Bausätze und Produkte dieser Firma hier auf meinem Kanal vorgestellt, beziehungsweise habe die auch schon für diverse Projekte gut verwenden können. Ich finde es sehr spannend zu sehen, wie Gerodesign sich weiterentwickelt und hoffe, dass meine Videos und mein Feedback dabei auch ein bisschen mithelfen. Heute möchte ich euch diesen Bausatz einer Fabrikruine mal näher zeigen. So eine Ruine ist ziemlich universell einsetzbar. Der Baustil passt meiner Meinung nach recht gut in die Zeit zwischen 1850 bis 1950, würde ich mal sagen. Man könnte das Gebäude auch in einer modernen Szenerie verwenden, denn man findet solche Ruinen auf so mancher Industriebrache auch heute noch. Es würde sich auch gut für ein Endzeitdiorama machen, finde ich. So eine Fabrikruine passt also immer gut, egal ob ihr eine historische Szene, einen heutigen Schrottplatz oder irgendwas aus dem Fantasy-Bereich bauen wollt. Gut, schauen wir jetzt mal rein in die Schachtel. Das Packungsbild ist sehr klein, aber ich denke, ihr könnt es trotzdem erkennen. Unsere Fabrikruine besteht aus Gipsteilen und lasergeschnittenen Teilen. Wir haben 2 Gipsteile für die Wände und 39 gelaserte Teile. Also für einen Gebäudebausatz ist es schon ziemlich umfangreich vom Lieferumfang. Ja, dann die Verpackung. Die muss natürlich sehr stabil sein bei Gipsteilen. Ihr seht, das Ganze war sehr stabil, auch mit Paketband eben verklebt. Der Karton an sich ist auch sehr stabil. Ist beim Versand einfach wichtig, dass die Gipsteile nicht zerbröseln. Ja, und dann haben wir hier jede Menge Schaumstofffolie. Hier dann einen Beutel mit den Laserteilen, auch mit ein bisschen Sekundenkleber mit dabei. Und dann hier die Gipsteile, auch nochmal eingeschlagen hier in reichlich Schaumstofffolie. Ja, keine Beschädigung aufgetreten. Das Ganze hat mich ja auf dem Postweg erreicht. Und ihr wisst ja, wie die Sachen manchmal behandelt werden. Und da kann es dann doch bei unsachgemäßer Verpackung leicht geschehen, dass man dann nur noch irgendwelche Brösel bekommt. Aber hier ist alles, soweit ich das erkennen kann, heile geblieben. Ja, mehr ist hier nicht vorhanden. Wie gesagt, 2 Gipsteile und 39 Laserteile. Und das schauen wir uns jetzt mal näher an. Schauen wir uns zuerst mal die Gipsteile näher an. Also ihr seht, dieses Fabrikgebäude ist auf jeden Fall sehr groß, zweistöckig, mitten im Dach da noch drauf. Also das macht schon einiges her. Ich habe jetzt hier mal zum Größenvergleich einen Panzer II von Tamiya in 1:35, dieses ganz altbekannte Modell. Also ja, das ist schon ziemlich gigantisch, diese Fabrik. Hier dann noch eine Figur von John Smith Modellbau in 1:35. Ja, die Tür könnte vielleicht ein bisschen größer sein, aber ich finde, das ist noch im Rahmen. Also der Kollege stößt da mit dem Kopf auf jeden Fall gerade so nicht an. Dann das Ganze mal aus der Nähe. Hier so diese Backsteinstruktur. Sieht ganz hübsch aus. Hier auch mit diversen Beschädigungen. Ja, die sind vielleicht ein bisschen eindimensional, sage ich mal, weil wenn man in so eine Ziegelmauer reinschießt, dann würde man da ja auch noch diese Ziegelstruktur eben erkennen. Ist aber nicht schlimm, kann man mit einer Graviernadel sehr leicht da eben selber einritzen, nachdem eben dieses Gipsmaterial relativ weich ist. Hier dann die Abbruchkante. Ja, die finde ich nicht so schön. Da fehlen mir ein bisschen so die Details, sage ich mal. Könnte man schöner machen, auf jeden Fall. Müsste man auf jeden Fall ein bisschen nachbearbeiten. Auch wieder mit der Graviernadel, vielleicht auch mit ein paar Pfeilen vielleicht, damit man da eben dann entsprechend diese abgebrochenen Ziegel da eben ein bisschen rausarbeiten kann. Weil so wie es jetzt ist,
das ist relativ, ich sage jetzt mal, matschig vom Detailgrad her. Aber gut, das ist so ein Problem, was viele Gipsgebäude haben in der Form. Ja, auch die Öffnungen für die Fenster, die könnten so ein bisschen, sag ich mal, glatter sein. Wir wollen ja da Fensterrahmen einbauen. Und wenn ich da so eine unebene Fläche eben habe, das ist immer ein bisschen schwierig, das dann einzupassen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, das entsprechend ein bisschen glatt zu schleifen und eben auch passend zu schleifen für die Fensterbauteile, für die Türen und Fensterrahmen. Ja, auf der Innenseite keine Details vorhanden, das ist aber typisch. So gut wie alle Gipsbausätze, die ich kenne, auch von anderen Herstellern, die sind immer auf einer Seite flach. Ist ja auch klar, weil das ist ja im Prinzip eine Form und da wird eben ja, der Gips eingegossen und da ergibt sich einfach, dass eine Seite immer ja, sag ich mal, flach ist. Aber hier ist es so, dass es wenigstens relativ eben ist. Das heißt, man muss hier nicht zu viel nachbearbeiten. Und man kann auch jederzeit hergehen und auch die Rückseite eben durch Gravierwerkzeug eben entsprechend noch detaillieren. Oder man kann da auch ja, einfach nur eine verputzte Wand darstellen und dann passt es schon so, wie es ist. Aber das ist auf jeden Fall ausbaufähig. Aber ich denke, das unterliegt eigentlich eher dem Modellbauer selber. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was der Hersteller da übernimmt. Hier dann die zweite Gipswand. Die ist natürlich ein bisschen kleiner. Das ist die Giebelseite und da haben wir auch große Fenster mit ja, Rundbögen. Ist auch ganz interessant. Ja, die Oberflächentextur ist sehr schön. Ich mag auch dieses Gipsmaterial recht gern, weil das Farben auch sehr gut annimmt und dabei aber immer noch, sage ich mal, so eine mineralische Textur eben behält. Das hat man jetzt bei anderen Materialien nicht immer so, wie bei Resin zum Beispiel. Wobei Resin-Gebäude meistens trotzdem ein bisschen besser sind, weil die halt auf der Innenseite auch durchaus detailliert sein können. Nicht immer, aber wenn man es halbwegs ernst meint als Hersteller, ist es meistens so. Ja, wie man sieht, auch hier haben wir wieder ein paar so Beschädigungen und Unregelmäßigkeiten. Das finde ich sehr schön, wirkt sehr natürlich. Also Textur ist wunderbar, auch hier wieder diese Fensteröffnungen sind nicht sehr glatt, muss man halt nachbearbeiten. Auch hier jetzt so ein bisschen so ein Gips, was hier nichts zu suchen hat, aber einfach rausschleifen. Das geht relativ fix. Ja, ansonsten, Bauteil ist auch gerade und ja, kann sich wirklich sehen lassen. Schauen wir uns dann noch an, wie es um die Passgenauigkeit bestellt ist, dieser beiden Gipsteile. Und ich finde, es ist ziemlich gut. Also ohne, dass ich da jetzt irgendwie was schon mal irgendwie vorbereitet hätte, passen diese beiden Wandteile, finde ich, schon mal sehr gut zusammen. Klar, ein bisschen muss man den Übergang kaschieren, vielleicht auch minimal spachteln oder nochmal ein bisschen was nachgravieren, aber das ist so, sag ich mal, schon hervorragend. Da habe ich schon ganz andere Gipsbausätze erlebt, wo man erstmal so einen halben Zentimeter erstmal abschleifen musste, damit das Ganze dann in den rechten Winkel kommt. Also das ist hier schon mal sehr gut gelöst und vorbereitet für uns. Also die Passgenauigkeit ist schon mal sehr gut. Kommen wir nun zu den gelaserten Teilen. Da liegen ja einige bei, die zu verbauen sind. Hier haben wir die beiden Teile für den Dachstuhl des Gebäudes. Da haben wir hier einmal eben ja, die Struktur des Daches an sich und dann hier noch ein Teil vom Giebel. Ja, das Ganze ist gelasert aus, ich nehme an, so einem MDF-Material. Ja, auf jeden Fall wunderbar gemacht. Also da ist jetzt handwerklich nichts dran auszusetzen. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass das halt sehr platt ist. Also ich sag mal, so ein Dachstuhl von so einem Fabrikgebäude, ja, das besteht ja eben nicht aus so einem Gitter, sondern das müssten ja eben einzelne Dachlatten sein oder
ja, eine Stahlkonstruktion in irgendeiner Weise. Und das ist mir hier auf jeden Fall zu flach und zu einfach. Aber es ist auf jeden Fall eine Grundlage. Man könnte ja auch hergehen und da eben auch ein intaktes Dach draufbauen. Und da ist es natürlich eine gute Unterlage, weil man es später nicht mehr sieht, wenn es dann eben entsprechend verdeckt ist. Aber wenn ich eine Ruine bauen möchte, dann ist das Dach auf jeden Fall irgendwie auch beschädigt und hat Löcher drin. Und da ist es vielleicht ganz hilfreich, wenn da ein bisschen mehr Liebe zum Detail vorhanden wäre. Dann haben wir auch noch einige Fenster, Türen und Teile für den Treppenaufgang. Auch hier gelasert aus diesem MDF-Material. Teilweise auch graviert, wie man sehen kann. Hier sind so Scharniere angedeutet oder auch ein Türknauf. Aber wie gesagt, nur angedeutet. Da kann man auf jeden Fall hergehen und es noch weiter verfeinern. Würde ich auf jeden Fall schwer empfehlen. Die Fensterrahmen, sehr filigran und auch sehr scharfkantig. Das ist gut. Das ist ja auch so ein Punkt, das hat man ja früher eigentlich selten mitbekommen bei solchen Gipsgebäudebausätzen. Wenn ich jetzt da zum Beispiel an Verlinden denke, das waren halt wirklich nur 2, 3 Wände und alle weiteren Details waren einfach nicht vorhanden. Die musste man selber bauen. Deswegen, auch wenn das jetzt hier nicht perfekt ist und vielleicht auch den höheren Ansprüchen nicht genügen wird, finde ich gut, dass es da ist, weil das ist eine Basis, darauf kann man aufbauen, man kann das weiter verfeinern. Zum Beispiel jetzt hier für die Treppe, das sind jetzt hier nur so Platten. Da wäre ja normalerweise, sage ich mal, so eine Anti-Rutsch-Textur drauf. Aber diese Anti-Rutsch-Textur, die gibt es ja zum Beispiel als fotogeätzte Platten. Kann ich mir passend zuschneiden, draufkleben, passt. Habe ich gleich ein entsprechendes Teil dafür. Oder wenn ich ein Anfänger bin, kann ich das einfach so benutzen, wie es ist. Also ich finde, da ist eigentlich jedem geholfen, so gesehen. Also finde ich prima, dass es auf jeden Fall beinhaltet ist, auch wenn es nicht perfekt ist. Und die letzten beiden Laserteile gehören zum Treppenaufgang. Wie ihr sehen könnt, auch das ist einfach ein bisschen rudimentär, sage ich mal, sehr platt. Klar, sauber definierte Form, das ist auch gut so, aber es fehlen halt einfach ein bisschen noch so die Details, die da einfach den Pfiff ausmachen. Zum Beispiel irgendwelche Schraubköpfe, Vernietungen, und so weiter und so fort. Das ist vielleicht eine Grundlage für weitere Detaillierungsarbeiten, aber mehr eigentlich nicht, wenn man es ernst meint. Da ist vielleicht auch zum Überlegen, es gibt von Mini-Art so einen Treppenaufgang als Spritzgussbausatz, der eigentlich schön detailliert ist und auch nicht teuer ist. Den könnte man da vielleicht auch einarbeiten, anstatt eben diese MDF-Teile zu verwenden. Aber ich denke, das ist jedem seine Sache. Ich zeige ja nur, was hier der Lieferumfang ist und was ich davon halte. Prinzipiell schön, dass es beiliegt, aber so ganz überzeugend tut es mich nicht. Der Bausatz beinhaltet auch 2 Tuben mit Sekundenkleber. Das finde ich ganz nett, dass das gleich beiliegt. Kann man sofort loslegen. Diese MDF-Teile kann man auf jeden Fall sehr gut mit dem Sekundenkleber verkleben. Bei den Gipsteilen würde ich doch vielleicht eher Holzleim verwenden. Den kann man im Übrigen auch gut für die gelaserten Teile nehmen. Ich denke, mit Holzleim fährt man generell ein bisschen besser. Aber auch der Sekundenkleber hat seine Berechtigung und ist ganz nützlich. Und warum nicht? Also ich denke, die meisten Modellbauer haben wahrscheinlich den passenden Klebstoff schon zu Hause. Aber wenn man hier gleich einen mitgeliefert bekommt, kann ja auch nicht schaden. Alles in allem ein sehr imposantes Gebäude. Wenn man da ein Diorama baut, würde ich da empfehlen, vielleicht nicht nur so den kleinen Panzer II davor zu stellen, sondern da kann auch mal was Großes davor stehen. Vielleicht ein Jagdtiger oder ein Tiger 2 oder ein Stalinpanzer. Irgendwas Großes, Mächtiges. Irgendwelche kleinen Fahrzeuge, die verschwinden da daneben ein bisschen. Und ihr wollt ja, dass euer Diorama nicht zu sehr vom Hintergrund dominiert wird.
deswegen ja, lieber was Größeres verwenden. Qualitativ gibt es hier nur wenig zu bemängeln. Das sind alles Dinge, mit denen man immer zu tun hat, wenn man sich mit so einem Gipsbausatz befasst. Zum Beispiel die Öffnungen für die Fenster, die sind einfach ein bisschen grob. Die sollte man auf jeden Fall nachbearbeiten. Muss man eigentlich sowieso machen, nachdem man da ja auch die Fensterrahmen einpassen will. Ja, die Innenseite ist halt undetailliert, aber auch das ist eigentlich immer so bei so Gipsgebäuden. Ja, und auch diese Abbruchkanten, die könnten ein bisschen schöner und schärfer detailliert sein. Also das sieht alles so ein bisschen matschig aus. Aber auch hier kann der Modellbauer selber aktiv werden und da ein bisschen nachhelfen, sage ich mal. Was mir sehr gut gefällt, ist die Oberflächenstruktur dieser Ziegelwände. Das sieht einfach sehr natürlich aus, ist auch so ein bisschen unregelmäßig. Das weiß ich sehr zu schätzen. Das ist was, das sieht man nicht so oft. Die meisten Gebäudebausätze, da ist das immer so perfekt und glatt und alles gleichmäßig. Aber wenn man sich mal so ein älteres Ziegelgebäude anschaut, sieht man immer, dass es so ein bisschen ja, unregelmäßig ist an einigen Stellen. Auch die Ziegelsteine, die sind nicht immer alle perfekt gleich. Ja, also von dem her finde ich, ist es hier sehr gut getroffen und sehr realistisch umgesetzt. Bei den Laserteilen habe ich ein bisschen gemischte Gefühle. Die Fensterrahmen sind super, tolle Zugabe auch für den Bausatz. Das fehlt ja bei anderen Bausätzen dieser Art oft. Hier ist es dabei, finde ich prima. Bei der Außentreppe, weiß nicht. Also die sieht für meinen Geschmack, so wie sie ist, ein bisschen flach aus. Also da müsste man auf jeden Fall noch hergehen und das ein bisschen weiter detaillieren und ein bisschen aufwerten oder am besten gleich ganz ersetzen durch ein anderes Produkt zum Beispiel. Aber nichtsdestotrotz, es liegt bei und ich finde das nicht schlecht, weil, ja, ich sag mal, die Modellbauer sind alle ein bisschen unterschiedlich. Dem einen reicht es vielleicht oder der will es auch gar nicht komplizierter haben. Vielleicht denkt sich aber auch ein anderer, das geht gar nicht, da brauche ich auf jeden Fall was Schöneres. Ja, ich denke mal, darüber lässt sich vortrefflich streiten. Ich persönlich bin jetzt mit dieser Außenleiter nicht ganz zufrieden. Und das gleiche gilt auch für den Dachstuhl, der ist ein bisschen rudimentär für meinen Geschmack. Aber mal angenommen, man will ein intaktes Dach bauen, dann ist es natürlich eine super Unterlage, darauf dann eben sein eigenes intaktes Dach eben drauf zu satteln, weil da eben schon die Maße stimmen und so weiter. Also das hat alles so Vor- und Nachteile, würde ich mal sagen. Preislich liegt der Bausatz bei ungefähr 40 €. Das klingt erstmal ziemlich viel, aber ich würde das mal als branchenüblich bezeichnen. Also wenn man schaut, andere Hersteller von solchen Gebäuden, ob das Diodump ist oder Reality in Scale, Royal Model, Wellington und so weiter. Also da ist man eigentlich mindestens auch bei 40 €, vielleicht sogar 60 oder 70 € für ein Gebäude dieser Größe. Also würde ich mal sagen, ist noch tatsächlich am unteren Rand des üblichen Preisspektrums. Das Gebäude ist auf jeden Fall ein prima Hintergrund für ein größeres Diorama. Da kann man sich voll austoben, auch beim Innenausbau könnte man da ja irgendwelche alten Maschinen da reinpacken oder Trümmer oder man lässt es auch einfach leer und deckt es ab und nutzt es wirklich nur als Hintergrund. Und im Vordergrund könnte ja irgendeine, sag ich mal, historische Szene stattfinden, irgendein Straßenkampf. Ja, oder ich kann mir da auch total gut einen Schrottplatz vorstellen. Oder irgendeine Endzeitszene oder eine Zombie-Apokalypse. Also da ist wirklich viel möglich mit so einem Gebäude. Das ist wirklich sehr universell einsetzbar und das finde ich prima. Das ist nicht zu spezifisch. Man kann das wirklich für sehr viele Sachen verwenden. Alles klar, das wäre es auch wieder mit der Bausatzbesprechung. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Video. Euer Hamika Barkas.